Vielen Dank, Reto Pulver, für dieses Gespräch. Als ich dich eingeladen habe, war ja für mich eigentlich das Ganze noch sehr überraschend und auch deine Arbeiten haben immer so einen Überraschungsmoment. Ich finde es auch gut, dass zu einem gewissen Grad die Spontanität und Improvisation vorhanden ist im Ort und ich das nicht alles kontrollieren kann. Also dass es auch für mich dann erst vor Ort zu dem wird, was es dann jetzt ist. Und dann geht's ja hier quasi so, der Parcours geht jetzt irgendwie weiter mit einigen so Räumen, für ein bisschen zeltartige Räume. Ich nenne sie sehr gern Malereiräume. Du sprichst aber von Zuständen. Es ist eher der Moment, den wir erleben als Publikum und das Urgeflecht ist eigentlich auch so ein Arbeitstitel für ein neues literarisches Projekt. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, wie diese einzelnen Arbeiten und auch eben Performance, Klang, Text, Malerei zusammenkommen in einem Artgeflecht. Weil diese Arbeiten sind zum Teil ja auch älter, wurden in anderen Kontexten gemacht, mit anderen Intentionen und die kommen jetzt hier wieder zusammen. Und deswegen ist auch so diese Zusammenstellung ja sehr einmalig, weil das dann nachher wieder anders sein wird. Warum ich ihn Malereiraum nenne, ist, weil es hier so statt der Leinwand haben wir irgendwie Textil, das tatsächlich auch bemalt wird. Hier, man sieht, es ist fast so ein bisschen aquarellartig. Also so mit nassem Farbauftrag. Und dann gibt's auch noch so Elemente, die wie mit einem Pinselstrich scheinen, sie es aber nicht sind. Also hier, das sind Sternanis. Das sind ja so sternförmige, harte, vertrocknete Blüten. Und die habe ich so draufgedrückt. Das ist eigentlich eine manieristische Art der Kunstproduktion, wo man ja eben echte Naturmaterialien nimmt und die verwendet für einen Abdruck oder halt integriert in die Arbeit. Und ja, natürlich ist es auch eine Malerei, gerade wenn man diese verschiedenen Ebenen hat, wie so eine Malerei auch aufgebaut ist. Hat eine gewisse Durchlässigkeit, aber es hat ja auch ein Vorne und Hinten und gleichzeitig kann man damit auch eintauchen und hat auch mal wieder andere Wahrnehmungsräume durch das Licht. Jetzt hast du gesagt, die Arbeit ist eine ältere. Du hast aber eine ganz spezifisch für das Museum gemacht und für diese Ausstellung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu der. Also ich gehe bei dieser Arbeit immer sehr gerne rein. Vielleicht gehen wir da. Auf jeden Fall. Also das sind ja auch Räume für Begegnungen. Und der ist jetzt spezifisch eben fürs Haus konstruktiv entstanden, wie du mir erzählt hast. Vor allem dieser Stoff, den du stricken ließt. Also ich habe den digital erstellt. Jeder Pixel entspricht einer Masche. Und der ist dann aber wiederum eingenäht und bemalt und eben gemischt mit anderen Stoffen, die einfach, das sind eher so Teststreifen von Ornamenten aus einer Firma, die so eben Stoffe hergestellt hat. Und dann habe ich auf diese Stoffe wiederum gestickt, also mit einer Stickmaschine, Embroidery. Und hier sieht man eben viele Muster, also diese verschiedenen Arten, geometrische Auflösung von Muster, also von Spiegelung, Rotation und Wiederholung. Und diese Themen der Wiederholung und der Rotation des Musters kommen ja auch in diesen Stoffen vor. Deswegen habe ich dann diese Muster auch wieder erweitert mit eigenen Mustern, dass das eben alles ineinander übergehen kann. Und was ich auch sehr schön finde, dieses Detail, das möchte ich natürlich schon noch hinweisen. Ich habe es ja lange nicht erkannt, aber es ist eigentlich der Raumplan von diesem Fourth Floor, also 4. Stock. Genau, also hier kommt der lange Schlauch rein, der Tunnel, und dann ist hier das erste Zelt. Wir sind jetzt hier und dann die letzten Räume sieht man, die sind eigentlich hier noch anders in dieser Skizze. Also das Erstellen dieses Stoffes war ja auch eine Art Skizzenbuch, wo ich verschiedene Ideen gesammelt habe, auch eben zu dieser Ausstellung. Wie so ein riesen Farbklecks eigentlich. Ja. Die Fläche entfaltet sich in alle Dimensionen und was dann dadurch möglich ist ein Sechseck mit rechten Winkeln zu machen. Normalerweise hat ein Rechteck ja nur 4 rechte Winkel, aber hier hat es eben 6. Dadurch, dass dieser Raum oder diese Fläche gekrümmt ist eigentlich immer hier ein rechter Winkel, aber dann durch diese Form, die es gibt, kommt es dann doch wieder zusammen. Also diese Stoffe, wenn ich die aufbaue und am Boden hinlege, kann ich die aber nicht ganz erkennen, weil sie ja nicht flach sind, wie jetzt ein ganz normales Bettlaken oder so, sondern die entfalten sich auch immer erst im Raum.
kann sich das eigentlich vorstellen wie so ein Salatblatt oder ein Kohlblatt, das eigentlich so in sich gewellt ist und wieder gefalten ist. Und dadurch ist auch eben die Installation immer wieder sehr so überraschend und sehr für den Ort gemacht, ja. Mich überrascht eben immer wieder, dass in deinem Werk viel mehr so Konkretes drinnen steckt, als man am ersten Blick vermutet. Und auch bei so einer Arbeit, die jetzt quasi eine hyperbolische Fläche annimmt, ist das auch etwas, was wir aus der konkreten Kunst an und dann durchaus kennen, wo die ich mir bei dir jetzt am allerwenigsten erwartet hätte. Wir haben schon gehört, dass du Literatur schreibst. Es gibt auch in der Ausstellung versteckt ein Buch. Wir haben gehört, dass du eben selbst webst. Wir haben hier so Webelemente, die du mir aufgezeigt hast. Dann haben wir Blütenblätter. Das sind Blüten aus meinem Garten, die eben die Farbe auch behalten. Also das sozusagen, wir können ja Acrylfarbe kaufen und dann ist das die Farbe, aber jetzt in der Installation kommt die Farbe dann tatsächlich von der Blume. Also die wird dann ja auch nicht extrahiert, um in eine Farbemittel zu überführen, sondern es ist ja die tatsächliche Blume, die diese Farbe hat. Und hier gibt es aber auch noch verschiedene Zustände oder Momente des Leins. Ich wollte halt wirklich wissen, wo das herkommt, dieser Stoff, und wo ist die Geschichte, und habe dann eben Lein selber auch angebaut und diesen ganzen Prozess so mitzuerleben. Vielleicht auch da wieder die Frage wo ist die Grenze der Arbeit. Ja? Es gibt auch den Klang vom Weben und von der Arbeit mit dem Lein. Also sind da auf ganz vielen Ebenen kommen da die Materialien vor. Ja. Also es gibt für mich da durchaus so ein All-Over, auch ein All-Over der Instrumentarien oder in der Vergangenheit hätte man vielleicht vom Gesamtkunstwerk gesprochen. Oder? Wobei das ist ja auch viel mehr ein Prozess, also die Dinge entwickeln sich hier, sind 4 vor Ort und fließen ja auch von einem Ebene oder von einem Medium ins andere über. Deswegen verwenden wir diesen Begriff nicht. Genau. Danke vielmals. Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.